Heute sind wir beim Architektenabend in Graz in der Alten Uni, in der Altstadt von Graz, haben hier Architekten eingeladen, gemeinsam mit der Firma Alo König. Wir wollen das Architekten eine Workshop bieten über die Objekte, die sie machen, wo natürlich auch Objekte von Prefa oder Alo König dabei sind. Grundsätzlich soll es auch eine Information für die Architekten selber sein und ein Bild bieten, wie denkt ein Architekt und was ist auch dann realisierbar und umsetzbar. Wir sind dankenswerterweise als Architekturbüro eingeladen worden und uns sehr gefreut. Und es war für mich insofern interessant, weil es ein Zusammentreffen ist von Firmen, die praktisch in der zuliefernden Seite tätig sind. Ja, und natürlich ein Architekturbüro wie uns, das irgendwie immer eine Gratwanderung sucht und Herausforderungen sucht und auf der Suche nach neuen Materialien ist. Sehr gut unterstützt hat, weil es ist ja einfach so, in der Architektur du hast 30 Jahre Haftung und bei dieser Geschichte braucht man auch, wenn man experimentell baut und wenn man experimentelle Sachen machen will, einfach Partner, die dem, dass Leute viel Geld in die Hand nehmen, um sie ihren Wohnraum zu realisieren, einfach gerecht werden. Ja. Und insofern war das von dem her sehr interessant, Herstellungsprozesse, Eigenschaften von Materialien und auch im Endeffekt dann ausgeführte Projekte zu sehen, die eben das umgesetzt haben. Das war eigentlich das Schöne, ja. Eine gute Interaktion, eine gute Netzwerkung. Ja. Es ist, glaube ich, ganz gut gewählt, diese Ambete, weil es ein historisch interessantes Gebäude ist, das also auch zeigt, welche tollen Räumlichkeiten sozusagen im 17. Jahrhundert entstanden sind und wo man dann moderne Architektur präsentiert bekommt, umso mehr Spannung wird dadurch aufgebaut. Ja, meine persönliche Einschätzung ist, dass Aluminium im Baubereich erheblich zunehmen wird, weil es kaum einen Werkstoff gibt, der so wartungsfrei über mehrere Generationen hindurch, teilweise 2 oder 3 Generationen hindurch, seine Eigenschaften behält, sehr große Formenvielfalt ermöglicht. Deswegen bin ich der Meinung, dass Aluminium mittelfristig im Baubereich erheblich zunehmen wird. Im Prinzip ist es so, wenn jemand eine wartungsfreie Fassade haben will, dann ist sicher so, dass Aluminium eines der Kernthemen ist. Ja. Und wenn du jetzt noch optische Ansprüche hast, die ich als Architekt natürlich habe, und sagen will, ich will ein weißes, hochglänzendes Möbel in die Landschaft stellen, was will man denn sonst nehmen? Ja?